Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Es geht um Rebalancing. Ich habe mir die letzten Tage also 2 Aktien aus meinem Depot angeschaut und habe ich sie verkauft. Das werdet ihr gleich sehen. Schaut das Video bis zum Schluss. Es bleibt spannend, wie viel Verlust oder Gewinn ich gemacht habe, und es geht auch schon los. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, und heute geht es um das Rebalancing in meinem Depot. Ich habe nämlich 2 Positionen von Tenga Outlet Factory und von der Altria Group, die beide also Dividendenzahler sind, aber jetzt hat sich die Investitionsthese von meinen beiden Aktienunternehmen geändert, und ich erkläre euch mal ganz kurz, wie ich da vorgegangen bin und was für Probleme ich jetzt also sehe. Welche Probleme gibt es bei Tenga? Das habe ich in einem anderen Video auch schon mal im Detail erklärt und fasse es nur noch mal kurz zusammen. Das letzte Video verlinke ich am Schluss, da könnt ihr das im Detail euch noch mal gerne anschauen. Aber Tenga hat das Risiko einer Dividendenkürzung und das auslaufende Geschäftsmodell, nämlich hohe Konkurrenz, viel online bestellen und nicht mehr direkt in ein Outlet fahren möchten. Und es gibt also da einen harten Wettbewerb. Das zweite Thema sind die Pachtverträge, die doch ja schwer sein werden, wenn es zu einer Rezession kommen würde in den nächsten Monaten oder vielleicht auch im Jahr 2024, kann es gut sein, dass also die Mietverträge, Preissetzungsmacht von Tenga schrumpft und also nicht mehr so starke Mietverträge umgesetzt werden können. Und das dritte Thema ist also ein Downgrading von eine Herabstufung des Kreditratings von Tenga Factory Outlet. Das könnte bedeuten, dass sie also sich nicht mehr so gut refinanzieren können. Und mit dieser Kombination der auslaufenden Mietverträge und der makroökonomischen Gegenwindes ist das ein hohes Risiko, dass die Dividende gekürzt wird. Und ich habe mir einfach gedacht, was soll's, wird die Aktie auf 21 Euro pro Aktie steigen? Ja, da waren wir schon mal, aber es ist wirklich ein eher unwahrscheinlicher Wert. Wird sie höher gehen? Ich glaube nicht, weil dazu sind einfach viel zu großer Druck im Markt, und das Interesse und die Dividendenkürzung steht im Raum, also könnte nächsten Monate, nächstes Jahr vielleicht nochmal passieren, und Tenga hat auch schon ja die Dividende in der Corona-Zeit gekürzt, also die ist einfach nicht garantiert. Ist natürlich bei keinem Aktienunternehmen garantiert, es gibt nie eine Garantie für die Dividende, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie gestrichen wird, ist einfach viel höher geworden, und deswegen die Entscheidung für mich, die Aktie zu verkaufen, aus meinem Depot zu nehmen, und das habe ich also gemacht. Ich habe hier eine Position von 355 Stück und habe die bei einem Kurs von 18,25 Euro abzüglich Fremdkostenpauschale, Kapitalertragssteuer, komme ich jetzt auf eine schöne, satte Summe von 5.924,27 Euro für die Tenga Factory, die also jetzt bei mir als sozusagen Cashflow frei wird. Das zweite Unternehmen, das ich verkauft habe, ist die Altria. Die Altria Group, ein Klassiker für Dividenden, der Dividendenjäger, die also nach Dividenden jagen. Und die Altria Group hat Folgendes getan. Sie hat hier Anfang des Jahres das Startup Enjoy übernommen für 2,5 Milliarden US-Dollar, glaube ich, und ich verlinke euch nochmal die Quellen, die ich hier verwendet habe, und da sehe ich also wirklich das Problem, dass zwar Altria gut noch wirtschaftet aktuell, aber schon wieder in ein Risiko sich begibt, eine hohe Abschreibung vielleicht tätigen zu müssen. Es kann auch gut gehen, wer weiß, ja, vielleicht ist das Startup Enjoy komplett anders als Joule. Bei Joule, ich habe es hier nochmal verlinkt euch und einen Artikel hier reingeschrieben, da habe ich nochmal geschaut, musste 4,5 Milliarden US-Dollar abgeschrieben werden auf die Anteile. Also es war Wahnsinn, ein Milliardengrab, was im Jahr 2020 dann eine hohe Abschreibung durchführen zu müssen auf die Joule-Anteile, die im letzten Geschäftsbericht nochmal mit 250 Millionen dann komplett abgeschrieben werden musste. Dieser Anteil von 35%. Und wenn ihr euch den
die Summary anschaut hier, und ich gehe mal in den maximalen Chart hinein, den könnt ihr hier auswählen. Übrigens, wenn ihr Seeking Alpha als Profi-Anwender, Profi-Leser im vollen Abo nehmen wollt, dann schaut unten in die Videobeschreibung, dort ist ein Link, da könnt ihr jetzt für Jahresgebühr 99 US-Dollar, also ca. 93 Euro, alle Artikel auf Seeking Alpha lesen. Und die Analysten oder die Schreiber, die hier die Aktie Altria Group Incorporate genauer schon auf Seeking Alpha beschreiben, sind durchwachsen. Und tatsächlich ist also das Umsatzwachstum und auch noch dann mit diesen Milliardeninvestitionen, die ja Altria machen muss, weil sie neue Lösungen, neue Geschäftsfelder suchen müssen für ihren Tabakverkauf, um ja auch den regulatorischen, immer mehr einschränkenden Regeln der Staatsregierungen der einzelnen Länder entkommen zu können, um dort eben besser wirtschaften zu können, müssen sie das tun. Jetzt gehe ich mal auf den Allzeitchart und mache hier Großbild und dann gehe ich hier rüber. Ich bin hier noch im Wege. Aber ihr seht, die Aktie war seit den 70er Jahren immer auf einem Niveau von ein paar Cent, dann ging es mal hoch auf einen $1,73. In dem Maximum waren wir bei circa 74 Euro, 74 US-Dollar ist das die Währung hier. Und ich gehe mal hier vor, bin eingestiegen 2019, teilweise mit meinem Anteil, und hätte man natürlich hier bei 54 US-Dollar verkaufen können. Das wäre perfekt jetzt das Timing gewesen. Aber wenn man hier eine Linie zieht von dem Top hier oben und hier unten und dann ist es ein Trendkanal, einfach der nach unten geht. Und wenn also wieder große Abschreibungen kommen, dann der Trend ist einfach bei Altria nach unten. Wie seht ihr das? Habt ihr auch Altria in dem Depot? Warum habt ihr die Aktie? Findet ihr einfach das Geschäftsmodell gut? Und ich finde das eben nicht mehr gut, und mit dieser Kombination der weiteren Investitionen und dem Druck, Rauchen wird immer mehr restriktiv gehandelt, habe ich mich entschieden, also diese Aktie Altria aus meinem Depot trotz 8%iger Dividende herauszunehmen. Jetzt schauen wir auch noch mal weiter. So, wie sieht das Ganze jetzt im Detail bei mir aus? Ihr seht, ich habe hier 35 Stück zu 44,07 Euro verkaufen können. Das war dann abzüglich aller Kosten eine Summe von 1.471,69 Euro, und ich freue mich einfach, mit diesen zwei Aktien habe ich durch mein Rebalancing, hier seht ihr das nochmal, also bei der Tenga 58% Netto-Rendite gemacht und bei der Altria Group sind es gute 20%, und das ist also ein Wert, der ist durchaus okay für mich. Das bedeutet jetzt, ich bekomme einen Cashflow von, ich mache es nochmal größer, hier seht ihr das, von in Summe 7.395,96 Euro, und ich werde also ganz bestimmt in ein Beteiligungsunternehmen investieren. Da habe ich nämlich auch schon ein Video, das ich am Ende euch jetzt verlinken werde, und so sieht es aus. Ein Teil werde ich als Cash-Reserve jetzt haben, um weiter meine Cash-Reserve aufzustocken für die kommenden Wochen und Monate, und das war es auch schon in aller Kürze. Ja, was habt ihr noch im Depot? Wie macht ihr euer Rebalancing? Schaut ihr dort nach aktuellen Situationen oder lasst ihr das einfach laufen? Schreibt es mal unten gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Die genauen Gründe, warum ich Tenga aus meinem Depot genommen habe, könnt ihr auch nochmal in dem anderen Video anschauen. Und im zweiten Video, das ich euch verlinke, könnt ihr sehen, welche spannende Beteiligungsgesellschaft ich auf meiner Watchliste Nummer 1 habe. Und vielleicht habe ich ja schon investiert. Schaut euch mal das zweite Video auch. Bleibt investiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.